Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich den Ottocinculus vor, den Ohrgitterwels, der zur Gattung der Harnischwelse gehört. Er stammt aus Südamerika, wo er weit verbreitet ist, und es gibt von ihm viele verschiedene Arten. Diese lassen sich durch einige Merkmale unterscheiden, aber dem Laien ist dies nicht ohne weiteres möglich und selbst Händlern fällt die Bestimmung oft schwer. Das liegt auch daran, dass man wohl davon ausgehen kann, dass viele der im Handel angebotenen Ottocinculus Wildfänge sind und deshalb nicht gleich auf Anhieb ganz klar ist, was für einen Fisch man da vor sich hat. Die Nachzucht soll relativ schwierig sein, da der Ottocinculus wahrscheinlich bestimmte Wasserwerte braucht, die ihn in Laichstimmung bringen und die in der Natur zum Beispiel durch die Regenzeit hervorgerufen werden. Außerdem ist der Fang der Fische wohl recht einfach, wodurch so viele Tiere auf den Markt kommen, dass sich eine Nachzucht nicht wirklich lohnt. Da wie gesagt viele der im Handel angebotenen Ottocinculus vermutlich Wildfänge sind und sie somit zum Beispiel nicht an industriell hergestelltes Zierfischfutter gewöhnt sind, ist dieser Fisch auf keinen Fall ein Anfängerfisch. So ist zum Beispiel eine kenntnisreiche Vorbereitung des Aquariums nötig, um den Tieren ein gutes und artgerechtes Leben bieten zu können. Die Empfehlung mancher Händler, dass sie in der Einfahrphase des Aquariums als Algenfresser dienen können, ist meiner Meinung nach mehr als bedenklich. Der Ottocinculus ist ein Aufwuchsfresser und deshalb braucht man zu seiner Haltung ein schon sehr gut eingefahrenes Aquarium, wo sich ein solcher Aufwuchs in ausreichendem Maße auf den Steinen, auf dem Boden und auf den Blättern gebildet hat, sodass die Fische nach dem Einsetzen gleich auch für längere Zeit etwas zu fressen finden und man sie dann nach und nach an anderes Futter gewöhnen kann. Der Ottocinculus muss also erst lernen, was für ihn im Aquarium essbar ist, und dazu braucht er etwas Zeit, die wie gesagt mit ausreichendem Aufwuchs, der vor dem Einsetzen im Aquarium vorhanden sein muss, überbrückt werden kann. Auch sollten die Pflanzen im Becken schon gut gewachsen sein, damit sie dem Ottocinculus Deckung bieten können und er sich sicher fühlt. Das kann den Stress für die Tiere in der Eingewöhnungsphase vermindern, in der es zu den meisten Ausfällen kommt. Der Ottocinculus gilt als recht empfindlicher Fisch, was eben auch daran liegt, dass er einen langen Transportweg mit vielen Wasserwechseln hinter sich hat, auf dem er höchstwahrscheinlich zu wenig zu fressen bekommen hat. Oder er kann gar nicht mehr fressen, weil beim Fangen und beim mehrmaligen Umsetzen mit dem Kescher die Odontoden im Maulbereich verletzt wurden. Auch soll der Ottocinculus stark auf einen Wechsel der Wasserwerte reagieren und davon gibt es auf der Reise nach Europa viele. Dazu kommt der allgemeine Stress der Reise und der schlechte Ernährungszustand, der eventuell in den ersten 2 Wochen im heimischen Aquarium nicht wieder aufgeholt werden kann. Im Geschäft sollte man sich also den Zustand der Fische vor dem Kauf genau ansehen und nur lebhafte, kräftig gefärbte und gut genährte Tiere auswählen. Auch kann es besser sein, den Verkäufer zu bitten, ein möglichst engmaschiges Netz für den Fang zu verwenden, damit die empfindlichen Odontoden im Mundbereich nicht verletzt werden, die zum Abraspeln des Aufwuchses vom Untergrund gebraucht werden. Auch zu Hause sollte beim Einsetzen ins Aquarium auf einen Kescher möglichst verzichtet werden. Neben ausreichend Aufwuchs und Deckung durch Pflanzen braucht der Ottocinculus aber auch noch die Gesellschaft von Artgenossen, um sich sicher und wohl zu fühlen. Es sollten mindestens 6 Tiere, besser aber 10 bis 12 zusammengehalten werden. Und deshalb ist auch ein Aquarium mit 54 Litern viel zu klein für sie. Becken mit 80 cm Kantenlänge und 112 Litern Inhalt gelten als Minimum, aber größer ist natürlich immer besser. Es wird empfohlen, mit 6 Tieren anzufangen und später aufzustocken, damit eine zu große Gruppe nicht gleich am ersten Tag den ganzen Aufwuchs im Aquarium weggefressen hat. Da der Ottocinculus aus eher weichem und warmem Wasser stammt, findet man in vielen Quellen die Empfehlung, ihn bei einem pH zwischen 5,5 bis 7, bei einem GH zwischen 4 und 12, bei einem KH zwischen 3 und 10 und bei einer Temperatur zwischen 24 und 28 Grad zu halten. Die Ernährung sollte abwechslungsreich sein. Als Aufwuchsfresser frisst der Ottocinculus eben nicht nur Algen, sondern auch die proteinhaltigen Mikroorganismen des Biofilms, den er von den Oberflächen zu sich nimmt. Neben Laub braucht der Ottocinculus auch Holz im Aquarium, das er abraspelt, aber auch Gemüse wird meist gerne genommen. Allerdings sollte man ihm Zeit geben zu lernen, dass dieses eine Nahrungsquelle für ihn sein kann. Auch Frostfutter und Lebenfutter, zum Beispiel in Form von Artemia, werden mit der Zeit wahrscheinlich angenommen. Auf Steinen und Pflanzen liegen gebliebenes, industriell hergestelltes Futter der anderen Fische im Aquarium wird höchstwahrscheinlich mitgefressen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video bei euch das Interesse an diesen wunderschönen Tieren wecken. Bevor ihr sie euch aber zulegt, informiert euch bitte noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Abonniert den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss. Danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.